ich habe nicht erwartet. Es ist sehr beängstigend. Schau mal, so gefährlich. Wow, wow, wie komme ich hier wieder runter? Man fragt mich oft, Munsuk, wie kommst du eigentlich an diese Orte? Nun, die meisten kommen aus Hanoi. Es ist nur etwa 100 Kilometer entfernt. Ein Katzensprung für einen Tagesausflug mit dem Zug oder der Limousine, diesen schicken Minivans, was etwa 2 Stunden dauert. Aber wer nur für einen Tag kommt, der sieht nur die Oberfläche. Ich sage euch, bleibt länger, sucht euch ein Homestay in Tam Gok oder direkt in Ninh Binh. Ich bin von meiner Unterkunft von Ninh Binh aus zu Fuß gelaufen. Warum ich zu Fuß laufe? Weil man auf dem Fahrrad oder im Taxi die kleinen Dinge übersieht. Die Bauern, die im Schlamm der Reisfelder arbeiten, den Geruch vom verbranntem Reisstroh, das Lächeln einer alten Frau am Wegesrand. Wer zu Fuß geht, der erobert sich das Land mit jedem Schritt. Wer es eilig hat, kann sich für ein paar Euro ein Fahrrad oder einen Roller mieten. Damit seid ihr in 10 bis 15 Minuten da. Aber fragt euch, was wollt ihr am Ende des Tages erzählen? Die Kilometer oder die Momente? Man sagt, hier oben auf dem Gipfel des Hangmo wohnt ein Drache, ein steinerner Wächter, der seit Jahrzehnten über das Tal von Ninh Binh blickt. Und während der Wind hier oben so stark peitscht, dass ich kaum gerade stehen kann, ruht dieser Drache in sich selbst. Er zitterte nicht, er hatte keine Angst, weggeweht zu werden. Genau, hier beginnt meine Geschichte heute. Ich bin Munsuk und ich habe mich 500 Stufen hochgekämpft, um neben diesem Ungeheuer aus Stein zu stehen. Warum? Weil wir in einer Zeit leben, in der alles schwankt. Unsere Weltpolitik, unsere Sicherheit, unsere Zukunft, alles scheint im Sturm zu liegen. Ich wollte wissen, wie fühlt es sich an, dort zu stehen, wo die Welt stillsteht, während der Wind versucht, dich umzuwerfen. Aber bevor man zum Drachen wird, muss man erst einmal die Treppe überleben. Hangmo bedeutet eigentlich tanzende Höhle. Aber heute tanzen nur meine Muskeln vor Erschöpfung. Es ist anstrengend. Es ist verdammt anstrengend. Aber genau diese Anstrengung ist der Filter für unsere Seele. Heutzutage wollen wir alles per Mausklick. Wir wollen die Welt konsumieren wie Fast Food. Aber Hangmo kann man nicht konsumieren. Man muss ihn verdienen. Nur wer den Schmerz in den Waden spürt, kann die Freiheit der Aussicht oben wirklich begreifen. Fotos und Filme, auch meine eigenen, können euch die Schönheit zeigen, aber sie können euch nicht die frische Luft geben, die man dort oben atmet. Es ist eine Luft, die nach Sieg schmeckt, wenn ihr dort oben steht und über den Nodong-Fluss blickt, wie er sich durch die Karstberge schlängelt, dann wisst ihr, der Berg hat euch nicht besiegt, er hat euch eingeladen. Ich empfehle euch von Herzen, geht selbst hoch, spürt euren Puls, spürt, dass ihr lebt. Es ist kein einfacher Weg, es ist ein ehrlicher Weg. Jede Stufe wurde von Menschenhand hier hochgetragen, um diesen Ort der Verehrung zu schaffen. Ein fleißiges Volk, diese Vietnamesen. Beim Aufstieg hatte ich Zeit zum Nachdenken. Es ist verrückt. Wir Menschen erklimmen freiwillig diese anstrengenden Gipfel, nur um einen Moment der Klarheit zu finden. Dabei scheint die Welt da draußen
draußen gerade den Verstand zu verlieren. Über 40 Kriege weltweit. In Amerika spricht man davon, ganze Länder wie Kanada oder Grönland politisch zu schlucken. In Europa rüstet man sich für junge Männer in Uniformen. Ukraine, Russland, der Nahe Osten, die Spannungen um Taiwan und Japan. Es ist, als würde die ganze Menschheit gerade auf einer viel zu steilen Treppe stolpern. Ich frage mich oft, muss ich mich selbst auch ausrüsten? Muss ich eine Rüstung tragen als Künstlerin? Nein, meine Rüstung ist meine Neugier. Mein Widerstand ist die Kultur. Wenn wir uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen, wie ich hier in Vietnam, dann gibt es keinen Platz für den Hass auf den anderen. Ein Volk, das so hart arbeitet und so viel Schönheit wie diese Reisfelder erschafft, erinnert uns daran, worum es im Leben wirklich geht. Um das Schaffen, nicht um das Zerstören. Und dann geschah das Wunderbare. Als ich oben stand, begegnete ich Julian aus Frankreich, ein junger Mann, der mit seiner Drohne die Welt einfängt, einfach nur für sich, für seine private Reise. Er hat mir diese Bilder geschenkt. Er ist jetzt mein Follower. Yeah! Ein schöner Austausch als jede politische Debatte. In seinen Aufnahmen seht ihr die Dimension. Ich, die kleine Mundsuk neben dem mächtigen Drachen. Als ich den Abstieg begann, in der sanften Abenddämmerung, fühlte ich mich leicht. Ja, wir müssen immer wieder runter. Wir können nicht ewig beim Drachen bleiben. Aber wir nehmen die frische Luft und die Weite mit hinunter in den Alltag. Meine Beine waren wie Wackelpudding, aber mein Herz war fest. Ich sag's euch, nach 500 Stufen abwärts bewegt man sich nicht mehr wie eine elegante Künstlerin, sondern eher wie eine Marionette, bei der jemand die Fäden zu locker gelassen hat. Ich nenne es den Nimbin-Wackel-Dance. Dabei habe ich eines gelernt: Hochlaufen ist eine Sache des Willens, aber runterlaufen ist eine Sache der Schwerkraft und der Anatomie. Meine Knie fingen auf dem Weg nach unten an, eine richtige Grundsatzdiskussion zu führen. Das linke Knie sagte: Mundsuk, warum tust du uns das an? Und das rechte antwortete nur trocken: Frag mich erst gar nicht. Ich bin schon im unbefristeten Streik. So, ich wackel jetzt mal ganz entspannt Richtung Feierabend. Es ist dieses wunderbare Gefühl, wenn der Kopf leer ist, das Herz voll und man einfach nur weiß, das war ein verdammt schöner Tag. Ich lasse jetzt die Bilder und die Musik von Felix Wewerka für sich sprechen, denn am Ende sind es genau diese Momente, das Licht, der Rhythmus des Landes und ein bisschen Ruhe, die hängen bleiben. Bevor ich mich verabschiede, hat euch der Ausblick vom Drachen auch so gepackt wie mich? Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt mir, wo ihr als nächstes mit mir hin wollt. Hier ist Mundsuk on the Move. Ich laufe jetzt der Sonne entgegen und ihr genießt jetzt einfach noch ein bisschen die Aussicht. Bis zum nächsten Mal. Annyeong! Annyeong!